Ich war 10 Jahre alt, als die Toten schneller wuchsen als das Gras auf den Feldern. Man sagte, Gott habe uns geprüft. Andere flüsterten, Gott habe uns vergessen. Für mich roch es einfach nach Verwesung. Der Sommer nach der Pest war warm, so warm, und überall lagen die Körper, zuerst in den Häusern, dann auf den Wegen, schließlich in Gruben, die so flach waren für so viele Namen. Meine Mutter starb im Frühjahr, mein Bruder zwei Wochen später. Mein Vater und ich überlebten, nicht aus Starke, sondern weil der Tod offenbar genug von uns hatte. Die Hälfte unseres Dorfes in Kent verschwand in diesem Jahr. Hofe standen leer, Pflüge rosteten, und zum ersten Mal, seit ich denken konnte, schien Land nichts wert zu sein ohne Hände, die es bearbeiteten. Die Herren merkten das schneller als wir, oder vielleicht wollten sie es nicht merken. Im Herbst kamen die Aufseher und baten. Das Wort klang falsch aus ihren Mündern. Sie boten Brot, Kupfermünzen, manchmal sogar Fleisch, wenn mein Vater blieb und arbeitete. Ich sah ihn an, wie sogerte. Ein Leibeigener sogert nicht, gehorcht. Aber in diesem Herbst tat mein Vater etwas Neues. Fragte nach Lohn, nicht viel, nur genug, den Winter zu überstehen. Und sie gaben nach. Ich erinnere mich an diesen Moment, weil sich anfühlte wie ein Riss in der Welt, als hatte jemand kurz gesagt, dass die Ordnung nicht aus Stein bestand, sondern aus Angst. Die Männer im Dorf flüsterten abends davon, dass wir gebraucht wurden, dass wir gehen konnten, wenn wir wollten, dass niemand uns zwingen könne, für einen Hungerlohn zu arbeiten, wenn so viele Felder brach lagen. Zum ersten Mal hörte ich meinen Vater lachen. Es hielt nicht lange, im nächsten Jahr kam das Gesetz. Nicht mit Trommeln oder Bannern, sondern mit Pergament und Siegeln. Das Statute of Laborers nannten sie es. Es sagte, dass niemand mehr verlangen dürfe als vor der Pest. Dass niemand fortgehen dürfe. Dass Arbeit Pflicht sei, kein Handel. Wer widersprach, wurde bestraft. Der Aufseher kehrte zurück, diesmal ohne Bitte. Hatte Männer bei sich und eine Liste. Mein Vater stand aufrecht, als man ihm vorlas, was verdiene, nicht was brauche. Sagte ruhig, dass nicht zustimme. Ich weiß nicht, woher den Mut nahm. Vielleicht aus dem Grab meiner Mutter, vielleicht aus dem kurzen Geschmack von Freiheit. Sie banden Echen an einen Pfosten. Ich sah zu, wie sie ihn schlugen, bis seine Stimme brach. Nicht sein Körper zuerst, sondern seine Stimme. Danach unterschrieb mit zitternder Hand, und wir kehrten zurück auf das Feld, als wäre nichts geschehen. Doch etwas war geschehen. In allen von uns, die Jahre danach, waren harter als die Pest. Denn nun lebten wir weiter, wissend, dass es anders hatte sein können. Der Herr verlangte abgeben, die Kirche senden, der König steuern, und dann kam die neue Steuer, die Kopfsteuer. Jeder Mensch gleich viel wert, sagten sie, reich oder arm, jung oder alt. Ich war inzwischen alt genug, zu verstehen, was das bedeutete. Als die Steuer in Treiber kamen, war der Himmel grau. Sie stellten Fragen, die nichts mit Geld zu tun hatten. Sie wollten wissen, wie alt wir waren. Sie wollten es prüfen. Ich sah, wie einer Frau den Rock hob, zu sehen, ob sie die Wahrheit sagte. Niemand griff ein. Niemand konnte. Mein Vater trat vor. Sagte genug. Sagte, wir seien Menschen. Der Mann lachte und schlug Echen. Nicht einmal hart. Nur genug, zu zeigen, wer sprach. Mein Vater fiel nicht.
Aber etwas in Eichem brach endgültig. In dieser Nacht starb nicht an den Schlagen. An Erschöpfung, sagte man. An einem Herzen, das so lange getragen hatte, was niemand tragen sollte. Ich begrub Eichen selbst. Es war danach, dass die Gerüchte kamen, von einem Mann namens Wat Tyler, von Dörfern, die sich weigerten zu zahlen, von Steuereintreibern, die nicht zurückkehrten. Man flüsterte seinen Namen wie ein Gebet, aber ohne Gott. Ich schloss mich ihnen nicht aus Mut an. Ich tat es, weil ich allein war. Als wir loszogen, waren wir viele. Mehr, als ich gegessen hatte. Männer mit Sensen, Frauen mit Stocken, Jungen wie ich mit leeren Handen. Niemand trug Banner, niemand sang, wir gingen einfach. Jeder Schritt war eine Antwort auf eine Frage, die uns niemand gestellt hat. London öffnete die Tore, ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Stadt, die wir nur aus Erzählungen kannten, lag vor uns. Die Häuser hoch, die Straßen eng, die Reichen versteckten sich. Manche jubelten uns zu, andere schlossen hastig ihre Latten. Man sagte, der König sei jung. Man sagte, würde uns zuhören. In diesen Tagen glaubte ich wieder an etwas, nicht an Gott, nicht an den König, sondern daran, dass viele Stimmen zusammen lauter sein konnten als jede Peitsche. Ich wusste nicht, dass Hoffnung schwerer wägt als Angst und dass sie einen tieferen Fall hat, als wir auf Eichen warteten. Auf den Jungen mit der Krone stand ich zwischen Fremden und fühlte mich zum ersten Mal nicht allein. Ich dachte an meinen Vater. Ich dachte, vielleicht sei sein Tod nicht umsonst gewesen. Das war mein größter Irrtum. Denn alles, was danach kam, begann genau hier in diesem Moment des Glaubens. Im Jahr nach dem Tod meines Vaters lernte ich, dass Gesetze keine Schwerter brauchen. Sie schneiden langsamer, aber tiefer. Das Statute of Laborers war kein fernes Wort mehr, kein Gerücht aus den Städten. Es wurde Fleisch, es bekam Gesichter, Männer mit Ledergürteln, mit Siegeln und Eisenketten, mit Stimmen, die sich sicher waren, weil sie sich hinter dem Namen des Königs versteckten. Sie kamen nicht, zu verhandeln, sie kamen, zu zahlen, zu befehlen und zu erinnern. Ich arbeitete nun auf demselben Feld wie früher, aber es gehörte mir weniger als zuvor. Früher wusste ich wenigstens, wem ich diente. Jetzt diente ich einem Gesetz, das mich nicht kannte. Es sagte mir, was meine Hände wert waren. Es sagte mir, wo ich schlafen durfte. Es sagte mir, dass Freiheit eine Krankheit sei, die man nach der Pest ausmerzen müsse. Die Herren erklärten es uns auf dem Dorfplatz. Einer las vor, ein anderer beobachtete unsere Gesichter. Wer so lange schaute, wer die Stirn runzelte, wurde notiert. Ich hatte gelernt, den Blick zu senken. Mein Vater hatte mir das beigebracht, kurz bevor starb. Man sagte uns, wir dürften den Ort nicht verlassen. Man sagte uns, wir mussten arbeiten, wann und wo man es verlangte. Man sagte uns, der Lohn sei festgelegt, so wie es immer gewesen sei. Als hatte es die Pest nie gegeben, als lagen unsere Toten noch immer unter der Erde und nicht in unseren Armen. Ein Mann fragte, was geschehe, wenn gehe? Nur eine Frage, keine Drohung. Der Aufseher antwortete ruhig. Gefängnis, Peitsche, Brandmarkung, manchmal alles zusammen. Der Mann schwieg, wir alle schwiegen. Doch Schweigen ist kein Frieden. Es ist nur aufgestaute Luft. Die Tage wurden langer, die Arbeit schwerer. Mehr Felder, weniger Hände. Die Herren wollten alles,
was sie verloren hatten, zurückholen. Nicht nur Ertrag, sondern Kontrolle. Jeder Schritt wurde überwacht. Wer zu spät kam, wurde bestraft. Wer krank war, ebenfalls. Krankheit war kein Grund mehr. Krankheit war ungehorsam. Ich sah, wie Männer zusammenbrachen und liegen gelassen wurden. Die Aufseher sagten, wer nicht arbeiten konnte, verdiene auch kein Brot. Manchmal starben sie am Rand der Felder, dort, wo die Erde hart war. Niemand durfte sie holen, bevor der Arbeitstag vorbei war. Abends saßen wir zusammen, aber wir sprachen anders als früher. Früher hatten wir über Ernte gesprochen, über Wetter, über die wenigen Freuden. Jetzt flüsterten wir über Strafen, über Gerichte, über Männer, die verschwunden waren, weil sie versucht hatten, in ein anderes Dorf zu gehen. Ich lernte neue Worte, Haft, Gesetzesbruch, Aufruhr, Worte, die nichts mit Saat oder Boden zu tun hatten, aber alles mit Angst. Die Kirche predigte Gehorsam, sie sagte, Gott habe jedem seinen Platz gegeben. Wer sich dagegen auflehne, lehne sich gegen den Himmel selbst auf. Ich horte zu und dachte an meine Mutter im Massengrab. Ich dachte daran, wie der Himmel sie hatte sterben lassen, ohne Antwort, ohne Zeichen. Wenn das Gottes Ordnung war, dann war sie leer. Es waren nicht die Großen, die zuerst aufbegehrten. Es waren die Kleinen. Eine Frau, die nicht zahlen konnte und sich weigerte, ihre Hühner herzugeben. Ein Mann, der trotz Verbot das Dorf verließ, Arbeit zu suchen. Ein Junge, kaum älter als ich, der einem Aufseher widersprach. Sie alle wurden bestraft. Öffentlich. Sichtbar. Damit wir lernten. Und wir lernten. Aber Lernen bedeutet nicht immer Gehorsam. Manchmal bedeutet es Erinnerung, als die Rede von einer neuen Steuer aufkam, glaubte zunächst niemand daran. Wir hatten schon so viel gegeben, Senten, abgeben, Dienste. Was sollte noch kommen? Doch die Boten kamen schneller als die Gerüchte. Eine Steuer pro Kopf, sagten sie, jeder gleich viel. Gerechtigkeit nannten sie es. Ich verstand damals noch nicht, wie gefährlich dieses Wort sein konnte. Gleichviel bedeutete, dass der Hunger eines Kindes genauso viel wert war wie der Überfluss eines Herrn. Gleichviel bedeutete, dass wir nicht gezahlt wurden als Menschen, sondern als Zahlen. Und Zahlen haben kein Gesicht. Die Steuereintreiber begannen mit den ärmsten Dörfern, dort, wo man sich nicht wehren konnte. Dort, wo die Listenkurs waren, weil so viele gestorben waren. Sie kamen mit Fragen, die keine Antworten suchten. Sie wollten nur Gründe, mehr zu nehmen. Ich sah, wie sie Häuser betraten, ohne zu fragen, wie sie Truhen öffneten, wie sie Dinge mitnahmen, die nichts mit Steuern zu tun hatten. Man sagte, es sei der Preis für Ordnung. In diesen Tagen hörte ich zum ersten Mal den Namen Wat Tyler bewusst. Nicht als Held, sondern als Flüstern, als etwas, das sich von Mund zu Mund bewegte, ohne laut zu werden. Man sagte, habe sich geweigert. Man sagte, habe einen Steuereintreiber erschlagen. Man sagte, spreche für uns. Ich wusste nicht, ob das stimmte. Aber ich merkte, wie es sich etwas veränderte. Die Gespräche wurden kürzer, aber intensiver. Blicke trafen sich langer. Man begann, sich zu merken, wer wem half, wer Brot teilte, wer schwieg. Das Gesetz hatte uns zurück in Ketten gelegt, aber es hatte auch etwas anderes getan. Es hatte uns gesagt, dass diese Ketten gemacht waren, und was gemacht ist, kann zerbrechen. Ich dachte oft an meinen Vater, an den Moment,
als nach Lohn gefragt hatte. Damals hatte ich geglaubt, das sei Mut gewesen. Jetzt verstand ich, dass es Verzweiflung gewesen war. Und dass Verzweiflung ansteckend ist. Als der Winter kam, war es nicht die Kälte, die uns zittern ließ. Es war die Gewissheit, dass der nächste Schlag nicht zufällig sein würde, dass geplant war, geschrieben, gesiegelt, und dass wir ihm entweder entgegengehen würden oder darunter begraben werden. Der Winter wich langsam, aber ließ etwas zurück, das nicht schmolz. Es war die Wut. Sie lag unter der Erde wie gefrorene Wurzeln, unsichtbar, aber lebendig. Jeder Schritt darüber knirschte, auch wenn man nichts hörte. Wir arbeiteten weiter, wie man es von uns verlangte. Wir senkten die Köpfe, wir salten, was wir konnten, und trotzdem reichte es nie. Als die Ankündigung der neuen Steuer offiziell wurde, sammelte sich das Dorf auf dem Platz. Nicht aus Neugier, sondern aus Angst. Ein Bote des Königs las die Worte vor, als spreche über das Wetter. Eine Kopfstauer. Jeder Mensch sollte sacheln, unabhängig von Besitz oder Alter. Die Begründung war Krieg. Irgendwo, weit weg, kämpfte man in unserem Namen. Wir sollten dafür bluten, ohne zu wissen, wofür. Ich sah mich alte Männer mit leeren Blicken, Frauen, die ihre Kinder an sich zogen, als konnten sie so unsichtbar machen. Wir wussten alle, was das bedeutete. Nicht weniger Brot, sondern gar keines. Nicht weniger Leben, sondern keins mehr. Die erste Zahlung leisteten wir noch. Wir verkauften Werkzeuge, Tiere, Erinnerungen, Dinge, die man nicht weiterkaufen konnte. Der zweite Termin kam schneller, weil konnten nicht zahlen. Die Steuereintreiber nickten nur, sie sagten, sie würden zurückkehren. Als sie es taten, waren sie mehr. Sie kamen nicht allein, sondern mit Bewaffneten. Nicht Soldaten, sondern Männer, die gelernt hatten, andere zu brechen, ohne Fragen zu stellen. Sie trugen keine Rüstungen, nur das Wissen, dass ihnen niemand etwas antun durfte. Sie gingen von Haus zu Haus, sie schrieben Namen auf. Sie stellten Fragen, die nichts mit Geld zu tun hatten. Wie alt bist du? Wie alt ist deine Tochter, dein Sohn? Sie wollten es prüfen. Sie wollten sicher sein, dass niemand sich entzog. Ich stand am Rand und sah zu, wie sie eine junge Frau packten. Sie war kaum älter als ich. Einer der Männer griff nach ihrem Kleid, hob es hoch, zu sehen, ob sie die Wahrheit sagte. Die Menge hielt den Atem. Niemand bewegte sich. Wer sich bewegte, war der Nächste gewesen. Mein Blut brannte, aber meine Füße blieben wie festgenagelt. Mein Vater hatte etwas gesagt. Dieser Gedanke traf mich härter als jede Faust. Mein Vater war tot, weil etwas gesagt hatte. Ich schwieg. Als sie zu unserem Haus kamen, war nichts mehr zu holen. Keine Münzen, keine Tiere. Der Steuereintreiber betrachtete mich, als war ich eine Ware, deren Wert schätzen wollte. Fragte nach meinem Alter. Ich antwortete. Fragte, ob ich die Wahrheit sagte. Ich nickte, dann trat mein Vater vor. In meinem Kopf lebte noch. In Wirklichkeit war es ein Mann aus dem Dorf, der sich vor mich stellte. Sagte, das Reiche. Sagte, wir hatten gesahlt. Sagte, wir sehen keine Tiere. Der Steuereintreiber lachte, nicht laut, nicht böse. Lachte, weil wusste, dass es konnte. Schlug den Mann mit dem Griff seines Stocks. Nicht, ihn zu töten, ihn zu brechen. Der Mann fiel.
Blut im Staub. Niemand half ihm auf. In diesem Moment veränderte sich etwas. Nicht sichtbar, nicht sofort, aber spürbar, wie ein Riss in einem Damm. In den Tagen danach hörte ich mehr als Flüstern. Ich hörte Namen, Orte, Geschichten von Steuereintreibern, die nicht zurückgekehrt waren, von Dörfern, die sich gewehrt hatten, von Männern, die sich nicht mehr verbeugten. Und immer wieder dieser Name, Wat Tyler. Man sagte, sei einer von uns, kein Herr, kein Ritter, ein Mann mit Handen, die gearbeitet hatten. Habe einen Steuereintreiber erschlagen, nachdem dieser seine Tochter gedemütigt hatte. Ob es stimmte, wusste niemand, aber es fühlte sich wahr an, wahr genug, Hoffnung zu nähren. Die Steuereintreiber kehrten nicht sofort zurück. Vielleicht sammelten sie Kräfte, vielleicht warteten sie auf Befehle. In dieser Zeit geschah etwas Gefährliches. Wir begannen zu reden, nicht laut, nicht offen, aber ehrlich. Wir sagten, was wir verloren hatten, wenn wir begraben hatten, was wir nicht mehr zu verlieren hatten. Die Angst verschwand nicht, aber sie teilte sich den Platz mit etwas anderem. Als die Nachricht kam, dass sich Männer in Kent sammelten, gemeinsam nach London zu ziehen, wusste ich, dass es kein Zurück gab. Nicht, weil wir gewinnen würden, sondern weil das Bleiben uns genauso töten würde, nur langsamer. Ich packte nichts ein, es gab nichts, das mir gehört. Ich nahm keinen Abschied, es gab niemanden, der ihnen gehört hatte. Ich schloss mich der Menge an, die sich auf der Straße formte. Männer, Frauen, Kinder, Gesichter, gezeichnet von Arbeit und Hunger, Augen, in denen etwas Neues lag, nicht Mut, nicht noch Entschlossenheit. Als wir losgingen, war es still, keine Leiter, keine Rufe, nur Schritte, viele Schritte. Jeder von ihnen war ein Schlag gegen die Ordnung, die uns gebrochen hatte. Hinter uns lagen die Felder, auf denen wir unser Leben gelassen hatten. Vor uns lag die Stadt. Von der man sagte, sie gehöre dem König. In diesem Moment glaubte ich nicht an Sieg. Ich glaubte nur daran, dass es schlimmer nicht mehr werden konnte. Ich sollte mich irren. Wir wurden unterwegs mehr, ohne es zu merken. Es geschah nicht plötzlich, nicht mit Trommeln oder Rufen. An jeder Kreuzung schlossen sich Menschen an, Einzelne zuerst, dann Gruppen. Manche kamen aus Dörfern, deren Namen ich nie gehört hatte. Andere trugen noch die Zeichen ihrer Arbeit an den Händen, Lehm unter den Nageln, Schnitte von Sicheln. Niemand fragte, wohin wir genau gingen. Es reichte zu wissen, dass wir nicht zurückgingen. Wat Tyler sah ich zum ersten Mal an einem Morgen, an dem der Nebel tief hing. Stand nicht erhöht, nicht auf einem Wagen, nicht wie ein Herr. Stand mitten unter uns. Ein Mann mit breiten Schultern, das Gesicht wetterhart, die Augen wach. Sprach nicht viel, musste es nicht. Seine Gegenwart allein war wie ein Versprechen, das keiner aussprach, aber alle verstanden. Man sagte, sei kein Anführer im alten Sinn. Gab keine Befehle, erklärte nichts, hörte zu. Und wenn sprach, dann sagte Dinge, die wir selbst dachten, aber nahe laut zu sagen gewagt hatten, dass das Gesetz uns betrogen habe, dass Arbeit ohne Würde nichts wert sei, dass ein König, der sein Volk nicht schütze, seinen Anspruch verliere. Diese Worte waren gefährlich, aber sie fühlten sich wahren, wahrer als alles, was wir in der Kirche gehört hatten. Die Ordnung brach nicht mit Gewalt, sie löste sich, auf sie flohen,
wenn sie uns sahen. Manche versuchten zu verhandeln, boten Brot, versprachen Nachsicht. Niemand horte ihnen zu. Eure Zeit war vorbei. Sie wussten es, wir wussten es. In Canterbury öffneten sich die Gefängnisse. Nicht aus Gnade, sondern weil niemand sie mehr bewachte. Männer kämen heraus, gebrochen und erstaunt, als hatten sie vergessen, wie Himmel aussah. Sie schlossen sich uns an. Nicht aus Dankbarkeit, sondern aus derselben Notwendigkeit, die uns alle trieb. Ich lief neben einem alten Mann, der kaum noch gehen konnte. Sagte, wolle nur sehen, wie London aussehe, bevor sterbe. Neben ihm ein Junge, jünger als ich es bei meinem Aufbruch gewesen war. Hatte nichts bei sich außer einem Stock. Seine Mutter hatte ihm gesagt, solle laufen, solange noch konnte. Je nachher wir der Stadt kamen, desto lauter wurden die Gerüchte, dass der König uns hören wolle, dass jung sei, noch nicht verdorben, dass wisse, dass man uns Unrecht getan habe. Diese Hoffnung war wie Feuer in trockenem Gras. Sie breitete sich schnell aus. So schnell, als wir London erreichten, war es, als würde eine andere Welt vor uns stehen. Die Mauern, die Türme, die Enge. Ich hatte mir die Stadt größer vorgestellt, aber sie war vor allem dichter. Alles schien sich übereinander zu stapeln. Reichtum, Elend, Angst. Die Tore standen offen. Das allein hatte uns warnen sollen. Aber wir sahen darin ein Zeichen. Die Stadt empfing uns, sagten manche. Andere sagten, sie hatten keine Wahl gehabt. Die Wahrheit spielte keine Rolle mehr. Wir waren drin. Die Reichen versteckten sich. Man konnte es sehen an den geschlossenen Fensterladen, an den leeren Straßen in den Vierteln, die uns nicht kannten. In anderen Gegenden jubelten uns die Leute zu. Handwerker, Arme, jene, die wir unter Gesetzen litten, die für andere gemacht waren. Das Savoy-Palais brannte. Ich sah die Flammen aus der Ferne. Man sagte, es sei ein Symbol, der Besitz eines Mannes, der uns ausgebeutet hatte. Niemand plünderte. Wer versuchte, etwas zu stehlen, wurde zurückgehalten. Es ging nicht um Reichtum, es ging Zeichen. Wat Tyler las es so. Vielleicht verstand dass Zerstörung manchmal notwendig ist, gehört zu werden. Vielleicht wusste auch, dass Feuer einfacher zu kontrollieren ist als Enttäuschung. In den Tagen danach warteten wir. Wir lagerten auf Plätzen, in Straßen, wo immer Platz war. Die Stadt atmete anders, schwerer. Die Luft war gespannt. Man sagte, der König werde kommen. Man sagte, habe Angst. Man sagte vieles. Als Richard schließlich erschien, war kleiner, als ich erwartet hatte. Ein Junge mit einer Krone, die so schwer wirkte für seinen Kopf. Aber sprach ruhig. Versprach, unsere Forderungen zu erfüllen. Freiheit von der Leibeigenschaft. Gerechte Abgaben. Vergebung, ich glaubte ihm. Nicht, weil überzeugend war, sondern weil ich glauben wollte. Weil so viel Blut, so viel Hunger, so viel Verlust hinter mir lag, mir einzugestehen, dass auch es vergeblich sein konnte. Viele weinten. Männer, die seit Jahren keine Tränen mehr gehabt hatten. Sie knallten, sie jubelten, sie dankten Gott für einen König, der horte. Ich stand still, etwas in mir sogerte. Vielleicht war es die Erinnerung an meinen Vater, an den Moment, als man ihm zugehört hatte, nur einen Spatter zu brechen. Aber diese Stimme war leise. Die Hoffnung war lauter. Man begann, nach Hause zurückzukehren.
mit Versprechen in den Händen, mit Papieren, die Freiheit bescheinigten. Es fühlte sich an wie ein Sieg ohne Schlacht. Wat Tyler blieb, traute den Worten nicht, oder wusste, dass Worte allein nichts andern. Verlangte mehr, Klarung, Sicherheit. Wollte nicht nur Versprechen, sondern Ordnung. Am nächsten Tag trafen sie sich weiter, Wat Tyler und der König. Ich war nicht nah genug, jedes Wort zu hören, aber ich sah die Bewegung. Ich sah, wie Männer unruhig wurden, wie Waffen sich hoben, wie plötzlich alles sehr schnell ging. Wat Tyler fiel. Es war kein heldenhafter Tod, kein langer Kampf, ein Stich, dann ein weiterer. Lag am Boden, während der König rief, sei nun unser Anführer. Seine Stimme klang schrill, zu hoch, zu leer, für einen Moment wusste niemand, was zu tun war. Dieser Moment entschied alles. Wir hatten geglaubt, gehört zu werden. Stattdessen hatten wir unseren Sprecher verloren. Und mit ihm den Schutz, den wir uns eingebildet hatten. Die Menge zerstreute sich langsam, nicht aus Angst, aus Verwirrung. Jeder Schritt weg vom Platz war ein Schritt zurück in eine Welt, die uns nicht versehen hatte. Ich sah noch einmal zurück, auf den Ort, an dem Wat Tyler gelegen hatte. Der Boden war dunkel, nicht vom Blut allein, sondern von dem, was wir dort verloren hatten. Die Hoffnung war nicht tot, noch nicht, aber sie hatte einen Riss bekommen, einen, der sich nicht mehr schließen ließ. Der Weg aus London fühlte sich langer an als der Weg hinein. Nicht, weil die Straßen sich verändert hatten, sondern weil wir es waren. Wir gingen nicht mehr gemeinsam, keine dichte Masse, keine geschlossene Bewegung, nur Gruppen, Paare, Einzelne, Menschen, die ihre Freiheit in Pergament gefaltet bei sich trugen und nicht wussten, ob dieses Papier schwerer oder leichter war als die Angst, die ihnen folgte. Ich ging mit 3 Männern aus einem Dorf südlich von Canterbury. Keiner von uns sprach viel. Was sollte man auch sagen? Nachdem man gesehen hatte, wie ein Mann vor den Augen eines Königs getötet wurde und dieser König sich im selben Atemzug zum Anführer erklärte. Worte hatten das Geschehene nur lächerlich gemacht. An den Stadttoren standen Wachen, sie ließen uns gehen, so leicht, so höflich, manche nickten uns sogar zu. Das hatte uns beruhigen sollen, stattdessen machte es mir kalt im Magen. So viele Dinge waren so einfach gewesen in diesen Tagen, so viele Versprechen so schnell gegeben. Auf den Feldern außerhalb Londons hielten wir an. Manche rissen ihre Freibriefe aus den Taschen und lassen sie immer weiter, als konnten sie sich so einprägen, was dort stand. Freiheit von der Leibeigenschaft, freie Wahl der Arbeit, keine willkürlichen Abgaben. Es klang wie eine andere Welt, geschrieben in sauberer Schrift, mit königlichem Siegel. Ich hatte keinen solchen Brief. Niemand hatte mir einen gegeben. Vielleicht war ich zu jung. Vielleicht hatte man mich übersehen. Oder vielleicht hatte ich instinktiv Abstand gehalten. Als die Papiere verteilt wurden, ich wusste nur, dass ich nichts in der Hand hielt, was mich schützen würde. Je weiter wir uns von London entfernten, desto lauter wurden die Fragen. Was wurde nun geschehen? Wurden die Herren die Briefe anerkennen? Wurde der König zu seinem Wort stehen? Manche sagten ja überzeugt, fast trotzig. Andere sagten nichts und schauten auf den Boden. In den Dörfern, durch die wir kamen, wurden wir anders empfangen als zuvor.
Am Anfang hatten die Menschen uns Brot gereicht, Wasser, Blicke voller Hoffnung. Jetzt sah ich Misstrauen. Türen blieben geschlossen. Manche flüsterten hinter Fenstern. Wir waren nicht mehr nur Opfer. Wir waren Aufständische. Und Aufständische sehen Ärger an. Die Nachricht von Wat Tylers Tod verbreitete sich schneller als wir. Überall wusste man davon. Manche nannten einen Märtyrer, andere einen Narren, wieder andere einen Verbrecher. Die Wahrheit spielte keine Rolle mehr. Sein Name wurde benutzt, Angst zu machen. Und Angst war immer ein wirksames Werkzeug. Als ich in mein Dorf zurückkehrte, erkannte ich es kaum wieder. Nicht, weil es sich verändert hatte, sondern weil ich es mit anderen Augen sah. Die Felder lagen noch immer da, die Häuser auch, aber alles wirkte kleiner, enger. Als hatte der kurze Blick auf eine andere Möglichkeit mir den Maßstab verschoben. Der Herr war nicht da. Man sagte, sei in die Stadt geritten, sich zu informieren. Das klang harmlos. Es war es nicht. Informieren bedeutete, sich zu rüsten. In den ersten Tagen geschah nichts. Das war das Schlimmste. Die Stille spannte sich wie ein Seil. Niemand wusste, wann es reißen würde. Einige Männer versteckten sich. Andere verbrannten ihre Freibriefe aus Angst. Sie konnten als Beweis dienen. Weiter andere hielten sie fest, als waren sie heilige Reliquien. Ich arbeitete weiter, nicht aus Gehorsam, sondern aus Gewohnheit. Die Erde fragte nicht nach Aufstanden, sie verlangte Hände, egal wessen, aber selbst die Arbeit fühlte sich anders an. Jeder Schritt, jeder Griff war begleitet von der Frage, ob dies nun freiwillig geschah oder ob ich mich nur weiter in Ketten legte, die ich kurz abgelegt hatte. Dann kamen die Boten, sie trugen neue Befehle, keine Versprechen mehr, keine weichen Worte. Man erklärte uns, dass die Freibriefe ungültig seien, dass der König getauscht worden sei, dass falsche Ratgeber ihnen in die Irre geführt hatten, dass Ordnung wiederhergestellt werden müsse. Ordnung bedeutete Straf. Die Ersten wurden abgeholt, noch in derselben Woche. Männer, die man erkannt hatte, Männer, die in London gesehen worden waren, manche kehrten nahe zurück, andere kamen gebrochen zurück, mit seichenen Körper und Seele, die man nicht verbergen konnte. Man sagte uns, wir sollten froh sein, dass der König barmherzig sei, dass nicht alle bestrafe, dass Gehorsam nun unsere einzige Sicherheit sei. Ich hörte zu und dachte an den Jungen mit der Krone, an seine hohe Stimme, an das Blut auf dem Boden. Die Hoffnung begann zu faulen, nicht plötzlich, sondern langsam, wie Fleisch, das man zu lange liegen lässt. Sie roch noch nicht, aber man wusste, was daraus werden würde. Eines Abends kam ein Mann aus einem Nachbardorf zu uns. War gehetzt, seine Augen rot. Sagte, man habe bei ihnen mehrere Männer aufgehängt, ohne Prozess, ohne Urteil, nur als Zeichen. Sagte, die Körper hingen noch, damit jeder sie sehen könne. In dieser Nacht schlief niemand. Ich verstand zum ersten Mal, dass das, was wir getan hatten, nicht einfach ein Aufstand gewesen war. Es war eine Herausforderung. Und Herausforderungen beantwortet die Macht nicht mit Worten, sondern mit Beispielen. Am nächsten Morgen fand man einen Zettel am Dorfplatz. Darauf standen Namen. Einer davon gehörte mir. Ich wusste nicht, warum. Vielleicht hatte mich jemand erkannt. Vielleicht hatte jemand meinen Namen genannt.
den eigenen zu retten. Vielleicht brauchte man einfach eine bestimmte Zahl. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich verließ das Dorf noch vor Sonnenaufgang, ohne Abschied, ohne Plan. Ich wusste nur, dass Bleiben den Tod bedeutete. Während ich ging, dachte ich an den Moment in London, an die jubelnde Menge, an die Versprechen, an die Tränen. Wie kurz dieser Augenblick gewesen war, wie leicht ausgelöscht wurde. Die Hoffnung war noch nicht tot, aber sie war jetzt gefährlich, und ich begann zu begreifen, dass das Schlimmste nicht der Verrat selbst war, sondern das, was aus uns machte, Menschen, die gelernt hatten, nichts mehr zu erwarten. Der Morgen roch nach Rauch und nassem Stein. London war stiller als in der Nacht zuvor, aber es war keine Ruhe, die trostete, es war die Stille eines Körpers nach dem Schlag, kurz bevor der Schmerz einsetzt. Ich stand am Rand von Smithfield, dort, wo der Boden noch dunkel war vom Blut, und versuchte zu begreifen, dass Wat Tyler tot war, nicht gefallen im Kampf, nicht von einer Klinge eines Adligen im Getümmel, sondern ermordet in einem Moment, der als Verhandlung getarnt gewesen war. Der König war fortgebracht worden, die Banner waren eingerollt, die Männer mich herum flüsterten, als konnten laute Worte den Tod wiederholen. Manche sagten, Tyler habe den Dolch gezogen, andere sagten, habe nur gesprochen. Ich hatte es gesehen, hatte geredet, mit den Händen, mit der Stimme eines Mannes, der glaubte, dass Worte an diesem Ort noch etwas galten, noch bevor die Sonne ganz über die Dachsche kroch, kamen die Reiter, zuerst hörte man sie, Hufe auf Pflaster, regelmäßig, hart, nicht hastig. Dann sah man die Helme, und schließlich die Farben, nicht Weile, aber genug, die Stadtwache, Männer des Hofes, bewaffnet, geordnet, ohne Zorn in den Gesichtern. Das machte es schlimmer. Zorn hatte bedeutet, dass sie uns als Feinde sahen. Diese Gesichter sagten etwas anderes. Ordnung wurde wiederhergestellt. Jemand schrie, wir sollten zusammenbleiben. Ein anderer rief, der König habe versprochen, niemandem etwas anzutun. Ich dachte an das Pergament, das ich noch bei mir trug, gefaltet, schmutzig, mit dem Siegel, das angeblich Freiheit bedeutete. Ich hielt es fest, als die Reiter nachherkamen. Der erste Mann, der fiel, war ein Schmied aus Essex. Hatte kein Banner mehr, nur einen Hammer in der Hand. Ein Reiter schlug Eichen vom Pferd aus nieder, als würde einen bestätigt falschen Gedanken korrigieren. Der Schmied fiel, ohne zu schreien. Danach ging alles schnell. Es gab keinen Kampf, nicht wirklich. Was es gab, war eine Jagd. Menschen rannten, stolperten, warfen ihre Waffen weg, als konnten sie sich durch Nachtheit retten. Die Gassen, die uns zuvor Schutz gegeben hatten, wurden zu fallen. Die Stadt, die wir vor einen Tag besessen hatten, verschluckte uns. Ich rannte mit an deren Richtung Themse. Ein Mann neben mir wurde von hinten getroffen. Die Lanze ging durch seinen Rücken, als war aus Stroh. Ich hörte das Gerausch, ein dumpfes Knacken, das ich nie vergessen werde. Blut spritzte auf meine Hand. Ich ließ los. Ich wusste, dass ich es tat. Und ich hasse mich bis heute dafür. Am Fluss standen Boote, so wenige. Männer drängten sich hinein. Manche kippten Befehle schlugen ins Wasser. Einer traf einen Jungen, kaum älter als mein Bruder. Fiel nicht einmal ins Boot. Rutschte einfach über den Rand und verschwand.
Niemand sprang hinter her, ich kam nicht bis zum Wasser, ein Trupp versperrte den Weg. Ich bog ab in eine Gasse, die nach Abfall und Tod roch. Dort blieb ich stehen, gepresst zwischen Mauern, wachrend über mir Schritte halten. Ich hielt den Atem an, mein Herz schlug so laut, dass ich dachte, sie mussten es hören. Sie hörten es nicht. Erst Stunden später wagte ich mich hinaus. London war wieder London, nicht unsere Stadt. Die Laden geschlossen, die Türen verriegelt, auf dem Marktplatz lagen Körper, hastig zur Seite gezogen. Manche hatten noch die Zeichen der Freiheit an sich. Reste von Bannern, Worte, die nun lächerlich wirkten. Am Nachmittag begann die eigentliche Arbeit. Sie nannten Namen. An Ecken standen Männer mit Listen. Nicht alle trugen Rüstung. Manche trugen nur gute Kleidung und das selbstsichere Gesicht eines Mannes, der weiß, dass ihm nichts geschehen kann. Sie zeigten auf Menschen. Diese wurden abgeführt. Wer widersprach, wurde geschlagen. Wer weinte, schneller abgeführt. Ich hörte Wat Tylers Namen immer weiter, als Warnung, als Rechtfertigung. Sein Tod war kein Unfall mehr, war ein Zeichen. Am nächsten Tag hingen die ersten Körper. Pfosten waren errichtet worden, schnell roh, die Schlingen grob geknüpft. Einer der Gehangten war ein Prediger. Ich hatte ihn 2 Tage zuvor reden hören von Gleichheit vor Gott. Jetzt hing sein Kopf schief, die Zunge blau. Niemand schnitt ihn herunter. Die Versprechen des Königs wurden widerrufen, öffentlich laut. Ein Herald verlas die Worte. Die Freiheit war null und nichtig. Die Steuern bleiben, die Arbeitspflicht blieb. Jeder, der etwas anderes behaupte, sei ein Verrater. Ich stand in der Menge und fühlte, wie etwas in mir brach, das ich nicht einmal benennen konnte. Es war nicht nur Hoffnung. Es war der Gedanke gewesen, dass selbst ein König an sein Wort gebunden sein konnte. In den folgenden Tagen wurden wir aus der Stadt getrieben, Kent, Essex, Sussex, wir sollten zurück, jeder an seinen Ort. Die Straßen waren gesäumt von Warnungen. Köpfe auf Speisen. Manchmal erkannte man ein Gesicht, manchmal nicht. Auf dem Rückweg sah ich Dörfer, die brannten. Nicht alle hatten sich erhoben. Es spielte keine Rolle. Verdacht genügte. Ein Mann in meinem Dorf wurde gehangt, weil Brot nach London gebracht hatte. Ein anderer, weil lesen konnte. Als ich weiter auf dem Feld stand, den Spaten in der Hand, war alles wie zuvor. Und doch nicht, der Boden war derselbe, die Befehle auch, aber in den Augen der Herren lag etwas Neues. Nicht Angst, Gewissheit. Wir hatten ihnen gesagt, dass wir zahlreich waren. Sie hatten uns gesagt, was sie daraus machten. Nachts hörte ich noch immer Stimmen, nicht die von Hoffnung, sondern die von Fragen, ob Wat Tyler gewusst hatte, wie es enden würde, ob der König gelacht hatte, nachdem man ihn fortgebracht hatte, ob es einen anderen Weg gegeben hatte. Ich faltete das Pergament auseinander, das Siegel war gebrochen. Die Worte bedeutungslos, ich warf es ins Feuer, es verbrannte schnell. So schnell fuhr etwas, das Freiheit versprochen hatte, was blieb, war Erinnerung. Und eine Leer, die größer war als jede Angst. Denn Angst konnte man ertragen, Leere nicht, und so begann die Zeit danach. Nicht die Zeit der Hoffnung, nicht einmal die Zeit der offenen Rebellion, sondern die Zeit, in der jeder wusste, was möglich gewesen war und was es gekostet hatte.
Der Sommerverging, ohne dass jemand einen bemerkte. Die Felder standen wohl, doch niemand sprach von Ernte. Man sprach von Namen, von denen, die verschwunden waren, von denen, die noch kommen würden. Jeder neue Tag begann mit derselben Frage, unausgesprochen, aber überall gegenwärtig. Wer ist heute dran? Die Herren kehrten zurück, als wäre nichts geschehen. Sie ritten durch die Dörfer, prüften Abgaben, ließen sich Listen zeigen. Manche taten es mit lauter Stimme, andere mit einem Lächeln, das schlimmer war als jeder Schrei. Sie hatten gelernt, nicht, dass wir Menschen waren, sondern dass man uns daran erinnern musste, was wir waren. In Kent wurden Sondergerichte eingerichtet. Kein Richter aus der Stadt, kein Mann, der uns kannte. Fremde Gesichter, fremde Stimmen. Sie saßen auf Banken, die man hastig gezimmert hatte, und stellten Fragen, deren Antworten längst feststanden. Warst du in London? Hast du ein Banner getragen? Hast du geredet? Hast du gehört? Ein falsches Wort genügte. Schweigen genügte oft Autsch. Ich ging hin, als man mich rief. Nicht aus Mut, aus Erschöpfung. Ich hatte nichts mehr, was ich schützen konnte außer meinem Leben. Und selbst das fühlte sich geliehen an. Der Mann vor mir fragte nicht viel. Sah meine Hände an, schweilig rissig. Fragte, ob ich lesen könne. Ich schüttelte den Kopf. Nickte, als hatte ich etwas richtig beantwortet. Dann ließ mich gehen. Draußen warteten andere. Einer kam nicht zurück. Ein anderer kam mit blutigem Mund. Niemand fragte warum. Wir hatten aufgehört, Antworten zu erwarten. Wat Tyler war längst mehr als ein Name. War ein Vorwand geworden. Für alles, wenn ein Hof niederbrannte, war es Wat Tyler. Wenn ein Knecht nicht schnell genug arbeitete, war es Wat Tyler. Sein Tod hatte sie nicht beruhigt. Hatte ihnen gesagt, wie nah wir gewesen waren. Manchmal, nachts, hörte ich, wie jemand seinen Namen flüsterte. Nicht als Ruf, als Warnung. Die Kirche sprach von Ordnung. Die Prediger sagten, Gott habe die Aufrührer gestraft. Dass jeder an seinem Platz bleiben solle. Ich sah die neuen Altartücher, bezahlt mit Strafgelden. Ich sah die Priester besser gekleidet als zuvor. Niemand sprach mehr von Gleichheit vor Gott. Das Wort war verbrannt wie das Pergament. Ein Mann aus dem Nachbardorf wurde öffentlich ausgepeitscht. Man band Eichen an einen Pfahl, schlug langsam, sorgfältig. Es ging nicht darum, Eichen zu töten. Es ging darum, uns zu sehen. Seine Frau stand daneben, hielt das Kind fest, damit es nicht wegsah. Man wollte, dass es lernte. Ich lernte auch, dass Erinnerung gefährlich war. Diejenigen, die überlebt hatten, begannen zu schweigen. Nicht sofort. Zuerst erzählten wir uns noch, was gewesen war. In Bruchstücken, in Andeutungen. Dann nur noch nachts, schließlich gar nicht mehr. Worte hatten uns verraten. Oder wir sei. Doch selbst das Schweigen war nicht sicher. Ein falscher Blick, ein Zögern, konnte als Trotz gelassen werden. Also lernten wir, leer zu schauen, zu nicken, zu arbeiten. Die Abgaben wurden erhöht. Als Straf, sagten sie, für den Schaden, für die Unruhe, für die Toten. Wir zahlten für unser eigenen Leichen. Wer nicht zahlen konnte, verlor Land. Oder Kinder, die als Dienstboten fortgeschickt wurden. Mein Bruder wurde genommen, nicht wegen London, wegen Schulden. War 12. Sie sagten, es sei gut für einen Herrn zu haben. Weinte nicht, als sie ihn holten. Das machte es schlimmer.
Ich fragte mich oft, ob es das Wert gewesen war. Nicht in großen Worten, nicht im Sinne von Geschichte, sondern ganz klein, in der Nacht, wenn ich an die Gesichter dachte, an den Schmied, an den Jungen im Wasser, an Wat Tyler auf dem Boden von Smithfield. Es gab Tage, da hasste ich ihnen, für die Hoffnung, für die Worte, für den Glauben daran, dass ein König anders sein konnte. Dann schämte ich mich. Denn ohne Eichen hatte ich nie gewusst, wie Freiheit sich anfühlt. Selbst wenn es nur für einen Atemzug gewesen war. Der Herbst kam früh. Die Felder wurden abgeerntet, unter Bewachung. Man traute uns nicht mehr allein. Bewaffnete Männer standen am Rand, salten Säcke, notierten Zahlen. Jeder Sack war ein Versprechen an den Winter, und jeder Winter ein Test. In der Ferne hörte man von neuen Gesetzen, von der Abschaffung der Leibeigenschaft. Jahre später, lese, in Schritten, die man kaum bemerkte, aber für uns kam das zu spät. Wir waren die Warnung, nicht die Belohnung. Eines Abends saß ich allein und starrte ins Feuer. Ich versuchte, mir London vorzustellen, wie es gewesen war, als wir dachten, es gehöre uns, die Straßen, die Stimmen, die Gewissheit, dass wir viele waren. Ich merkte, dass ich mich an Details klammerte, aus Angst, sie zu verlieren. Denn wenn selbst die Erinnerung stirbt, dachte ich, dann haben sie wirklich gewonnen. Ich begann, mir Namen zu merken. Still, ohne sie auszusprechen. Die der Toten, die der Verschwundenen. Ich wusste nicht, wozu. Nicht für Rache, nicht für Gerechtigkeit, vielleicht nur, damit jemand irgendwo noch wusste, dass wir mehr gewesen waren als ein Aufstand. Der niedergeschlagen wurde, der Winter würde hart werden. Das wusste jeder, aber harter war das danach. Die Zeit, in der nichts geschah und doch alles entschieden war. Die Zeit, in der man weiterlebte, ohne zu wissen, wofür. Und irgendwo tief in mir dort, wo die Hoffnung gewesen war, blieb etwas zurück, kein Glaube, kein Plan. Nur eine stille, unbequeme Wahrheit, dass wir uns erhoben hatten und dass sie uns nie ganz würden vergessen können. Der Winter kam nicht mit Sturm, sondern mit Geduld. Kroch in die Häuser, in die Knochen, in die Gedanken. Machte alles langsamer, selbst die Angst. Was blieb, war kalte und die Gewissheit, dass niemand kommen würde, uns herauszuholen. Die Arbeit ging weiter, auch wenn der Boden hart war. Man hackte, wo man nicht graben konnte, schlug, wo es keinen Sinn mehr hatte. Die Herren sagten, Arbeit halte warm. In Wahrheit hielt sie uns beschäftigt. Ein beschäftigter Mensch denkt weniger. Oder zumindest denkt leiser. Im Dorf waren neue Regeln ausgehängt worden. Nicht viele, aber deutlich, Versammlungen verboten, Reisen ohne Erlaubnis verboten, Fremde melden, Worte wie Ordnung und Schutz standen darin, aber wir wussten, was sie bedeuteten. Kontrolle war sauberer, wenn man sie in fromme Sprache kleidete. Manche verschwanden im Winter einfach, nicht abgeholt, nicht verurteilt. Sie gingen nach Norden, sagte man, oder in die Wälder, oder ins Meer. Niemand wusste es, niemand fragte. Fragen machten sichtbar. Ich sah meinen Bruder einmal wieder. Zufällig, auf dem Hof seines Herrn. Trug andere Kleidung, zu groß für Eichen, und sprach kaum. Als mich erkannte, suchte etwas in seinem Gesicht, etwas Altes, dann senkte den Blick. Sein Herr stand daneben,
Ich sagte nichts, mein Bruder sagte nichts, wir hatten gelernt. Die Kirche hielt lange Predigten, über Demut, über Geduld, über das Leiden Christi. Der Priester sprach langsam, als musste jedes Wort einzeln ablegen. Damit wär es nicht falsch verstanden, erwähnte London nicht. Nie, als war die Stadt ein Ort, der aus der Welt gefallen war. Nach der Messe sah ich, wie ein Mann eine Münze in den Opferkasten warf, die nicht hatte. Seine Frau sah weg, ich verstand plötzlich, dass selbst Gott jetzt Schulden machte. Manchmal kamen Reisende durch das Dorf. Händler, Boten, Männer mit Nachrichten, die nicht für uns bestimmt waren. Man hörte von Einrichtungen, weit weg, von neuen Steuern, von Kriegen, die vorbereitet wurden. Alles schien wichtig, und doch hatte nichts mit uns zu tun. In langen Nachten dachte ich an den Tag, an dem wir geglaubt hatten, die Welt habe Risse bekommen. Wie leicht alles damals gewesen war, wie schnell. Ich fragte mich, ob es ein Fehler gewesen war, so sichtbar zu sein, oder ob Unsichtbarkeit der größere Fehler war. Ein alter Mann, der früher viel gesprochen hatte, begann zu trinken, nicht laut, still. Trank allein, bis umfiel. Eines Morgens fand man ihn tot. Niemand meldete es. Man trug ihn einfach weg. Hatte keine Familie mehr. Hatte nur Worte gehabt. Und die waren nutzlos geworden. Ich begann, mich zu verändern. Nicht absichtlich, nicht bewusst. Ich sprach weniger. Ich sah weniger hin. Ich arbeitete schneller, nicht besser. Es war, als würde ich mich selbst kleiner machen, durch die Zeit zu passen. Doch selbst in dieser Enge gab es Momente, kleine, gefahrliche Momente. Ein Blick, der zu lange hielt, ein Lächeln, das nicht geplant war, ein Satz, der fast gesagt worden war. Diese Augenblicke waren wie Funken und genauso schnell gelöscht. Eines Abends klopfte es an die Tür. Spät, zu spät für Besuch. Mein Herz schlug mir bis in den Hals. 2 Männer standen draußen. Keine Uniform, aber gute Stiefel. Sie fragten nach einem Namen, nicht meinem. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Das war wahr, oder war genug. Sie gingen. Ich bleib noch lange stehen, nachdem sie weg waren. In dieser Nacht träumte ich von Smithfield. Nicht vom Tod, sondern vom Moment davor, vom Stehen, vom Sprechen, vom Glauben, das jemand zuhört. Ich wachte mit Tränen auf und schämte mich dafür. Der Frühling kam leise. Die ersten Pflanzen brachen durch den Boden, als wussten sie nichts von Ordnung und Strafe. Ich sah ihnen zu und fragte mich, ob Freiheit vielleicht genau das war. Wachsen, ohne gefragt zu werden. Der Gedanke war gefährlich. Ich ließ ihn los. Ein Geruch machte die Runde. Vorsichtig, wie alles jetzt. Dass manche Herren weniger streng seien. Dass Arbeit verhandelt werde. Dass Löhne gezahlt wurden. Nicht higher, anderswo. Vielleicht, es war kein Versprechen, nur ein Flüstern, aber selbst das reichte, alte Wunden zu öffnen. Ich wusste, dass ich gehen konnte, dass ich verschwinden konnte wie andere, aber ich blieb, nicht aus Mut, aus Müdigkeit, aus Bindungen das, was übrig war. Manchmal ist Bleiben die schwerere Bewegung. An einem Sonntag sah ich Kinder spielen. Sie ahmten Reiter nach, schreien Befehle, lachten. Keines spielte den Aufständischen, keines spielte den Gehangten. Die Geschichte hatte schon begonnen, sich zu verändern, nicht in Büchern, in Spielen. Da verstand ich, was verloren ging, nicht nur Leben, nicht nur Freiheit, sondern Deutung,
wer erzählt bestimmt, was bleibt, und wir erzählten nicht mehr. Ich begann, mir selbst Geschichten zu erzählen, leise, ohne Helden, ohne Sieg, nur nicht zu vergessen, dass wir einmal mehr gewesen waren als Hunde auf einem Feld, dass wir gesprochen hatten, dass wir geglaubt hatten, vielleicht, dachte ich, ist das alles, was übrig bleibt, kein Aufstand, kein Triumph, nur ein inneres Wissen, dass man niemandem sagen kann, ohne es zu verlieren. Der Sommer würde kommen, die Arbeit würde weitergehen, die Herren würden altern, neue würden kommen, und irgendwo, tief unter der Erde, lag der Moment begraben, an dem wir aufrecht gestanden hatten. Ich wusste nicht, ob jemals wieder ausgegraben wurde, aber ich wusste, dass existiert hatte, und dass allein dieser Gedanke mich am Leben hielt. Der Sommer brachte Wärme, aber keine Erleichterung. Die Hitze legte sich auf alles wie ein Gewicht, das man nicht abwerfen konnte. Die Arbeit begann vor Sonnenaufgang und endete erst, wenn der Himmel weiter dunkel wurde. Niemand klagte. Klagen war ein Gerausch, das Aufmerksamkeit erregte. Ich merkte, dass sich etwas verschoben hatte, nicht draußen, sondern in mir. Früher hatte ich versucht, nicht zu denken. Jetzt dachte ich ständig, nicht laut, nicht in Worten, die man hatte aufschreiben können. War ein stetiges Drucken, ein Bewusstsein dafür, dass das, was geschehen war, nicht abgeschlossen war, nur zugedeckt. Die Herren wurden vorsichtiger. Sie schrien weniger, ließen häufiger ihre Verwalter sprechen. Strafe kam nicht mehr öffentlich, sondern gezielt. Ein Mann verschwand hier, ein anderer dort. Keine Leichen auffallen mehr, keine Warnungen. Die Warnung war nun die Stille. Manchmal fragte ich mich, ob das nicht schlimmer war. Ein alter Freund aus dem Nachbardorf kam eines Abends vorbei. Setzte sich, ohne zu fragen, und sah lange ins Feuer. Dann sagte leise, fast beiläufig, dass man in Essex weiterrede, nicht von Aufstand, von Abwanderung, von Herren, die Land brauchten, von Arbeit, die bezahlt wurde. Nannte keine Namen. Ich fragte nicht nach. Wir beide wussten, dass Wissen jetzt eine Last war. Trotzdem blieb etwas zurück, nachdem gegangen war. Ein Gedanke, der sich nicht vertreiben ließ. Das Macht nicht verschwunden war. Sie hatte nur die Form gewechselt. Ich begann, die Herren genauer zu beobachten. Ihre Gewohnheiten, ihre Wege. Nicht, weil ich etwas plante, sondern weil ich verstehen wollte. Früher hatte ich sie als gegeben hingenommen, wie Regen oder Frost. Jetzt sah ich, dass auch sie unsicher waren, dass sie lauschten, wenn wir schweigen, dass sie sich fragten, was wir dachten. Dieses Wissen machte mich nicht stärker, aber es machte mich wacher. In der Kirche wurde ein neuer Priester eingesetzt. Junger, eifriger. Sprach von Gehorsam mit einer Schärfe, die der Alte nicht gebraucht hatte. Doch einmal, nach der Messe, sah ich Eichen zittern, als draußen jemand lachte. Es war nur ein Kind, aber der Priester zuckte zusammen, als hatte einen Ruf gehört. Da begriff ich, sie hatten gewonnen, ja, aber sie hatten nicht vergessen. Mein Bruder kam nicht mehr nach Hause. Man sagte, sei weitergegeben worden an einen anderen Herrn. Besser für ihnen, heißt es. Ich wusste, dass besser ein Wort ohne Inhalt geworden war. Ich hörte nachts seine Stimme nicht mehr. Das machte die Nacht langer. Ich begann, Dinge zu sammeln, keine Waffen,
Keine Zeichen, Erinnerungen, kleine Details, wo damals in London gewesen war, wo gesprochen hatte, wo geschwiegen hatte, nicht sie zu verraten, sondern mir selbst zu beweisen, dass sie existiert hatten, dass sie nicht einfach ausgelöscht worden waren. Manchmal fragte ich mich, ob das gefährlich war. Dann wusste ich, dass alles gefährlich war, selbst das Weiteratmen. Ein Mann wurde tot im Feld gefunden. Man sagte, es sei ein Unfall gewesen. Vielleicht war es das, vielleicht auch nicht. Niemand stellte Fragen, aber jeder zog Schlüsse. Angst veränderte sich. Sie wurde stiller, aber dichter. Man konnte sie kaum noch durchdringen. In dieser Zeit verstand ich etwas, das mir vorher entgangen war. Der Aufstand war nicht nur an Schwertern gescheitert. War an Zeit gescheitert. Wir hatten geglaubt, ein Moment könne alles ändern. Die Herren wussten, dass Zeit auf ihrer Seite war, dass man nur warten musste, bis die Erinnerung müde wurde. Doch Erinnerung wurde nicht müde. Sie wurde leiser, und gerade das machte sie gefährlich. Ich sah junge Männer, die London nicht erlebt hatten, aber Fragen stellten, vorsichtig, ungeschickt. Sie kannten die Namen nicht, aber sie kannten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, dass Gehorsam nicht gleich Ordnung war. Ich antwortete ihnen nicht. Nicht direkt. Ich erzählte keine Geschichten. Ich sagte nur Dinge wie, so war es immer schon. Und ließ den Satz offen. Sie hörten mehr, als ich sagte. Der Herbst kam wieder. Ein Jahr war vergangen, seit wir geglaubt hatten, Geschichte zu sein. Jetzt waren wir Alltag. Und doch wusste ich, Geschichte endet nicht, nur weil man sie verbietet. Eines Abends stand ich allein am Rand des Feldes. Der Himmel war rot vom Sonnenuntergang. Für einen Moment erinnerte mich an London, an Feuer, an Stimmen. Mein Herz schlug schneller, nicht vor Angst, vor Klarheit. Wir waren gescheitert, ja, aber wir hatten etwas hinterlassen, das sich nicht einsperren ließ, einen Riss, einen Zweifel. Eine Erfahrung, die weitergegeben werden konnte, selbst ohne Worte. Ich wusste nicht, ob ich ihn noch erleben würde, den nächsten Bruch, vielleicht nicht. Vielleicht würde ich alt werden auf diesem Boden, sterben, ohne je wieder aufzustehen. Aber ich wusste, dass etwas begonnen hatte, das größer war als Wat Tyler. Größer als der Verrat des Königs, größer als unsere Niederlage. Und dieses Wissen, so lasse es auch war, ließ sich nicht mehr austreiben. Die Jahre begannen ineinander zu fließen, als hatten sie keine Kanten mehr. Niemand sahlte sie genau. Man sprach von Ernten, von Wintern, von Krankheiten, aber nicht mehr von Zeit. Zeit gehörte jetzt denen, die sie sich leisten konnten. Ich wurde alter, ohne es zu merken. Meine Hände veränderten sich, wurden langsamer, vorsichtiger. Die Arbeit blieb dieselbe, doch mein Blick darauf nicht. Früher hatte ich gearbeitet, zu überleben. Jetzt arbeitete ich, nicht aufzufallen. Das war ein Unterschied, den ich nie hatte lernen wollen. Die Herren sprachen seltener von dem Aufstand. Wenn sie es taten, dann anders. Nicht mehr als Gefahr, sondern als Warnung aus der Vergangenheit, als Torheit, als Beispiel dafür, was geschieht, wenn Menschen ihre Stellung vergessen. In ihren Worten klang kein Hass mehr, nur Gewissheit. In der Kirche hörte ich eines Tages den Namen Wat Tyler, nicht als Anführer, nicht als Mann, sondern als Gleichnis. Der Priester sprach von Hochmut, von falschen Propheten.
von einem Aufruhrer, der das Volk ins Verderben geführt habe. Niemand widersprach, niemand hatte gewusst, wehe, ich spürte, wehe sich etwas in mir dagegen sträubte. Nicht laut, nicht sichtbar, aber es war da. Die Wahrheit wurde umgeschrieben, während wir so sahen. Und wir sahen so, weil wir müde waren. Junge Männer, die damals Kinder gewesen waren, hörten diese Geschichten und nickten. Für sie war London kein Erlebnis, sondern ein Gerücht. Etwas, das man erklären konnte. Etwas Abgeschlossenes. Ich begriff, dass der gefährlichste Sieg nicht der militärische war, sondern der über die Erzählung. Ein Verwalter kam ins Dorf, neue Abgaben festzulegen. Er sprach freundlich, er sprach von Notwendigkeit, von Ordnung, von Verantwortung. Er erwähnte beiläufig, dass Unruhe früher viel gekostet habe, dass man daraus gelernt habe. Wir nickten, wir lernten ständig. Mein Bruder kehrte eines Tages zurück, nicht für immer, nur auf Durchreis. Er war größer, breiter. Seine Augen waren leerer. Wir saßen nebeneinander und fanden keine Worte. Er fragte nicht nach London. Ich fragte nicht nach seinem Herrn. Zwischen uns lag etwas, das nicht benannt werden konnte, ohne weiter zu bluten. Als er ging, wusste ich, dass wir uns fremd geworden waren. Nicht durch Entfernung, durch Anpassung. Es gab Momente, in denen ich mich fragte, ob wir uns selbst verraten hatten, nicht in Smithfield, danach, in den Jahren des Stillhaltens, aber dann erinnerte ich mich an die Falle, an die Schlingen, an die Lissen. Verrat setzt wohl voraus. Wir hatten kaum noch welche. Ein alter Mann starb im Dorf. Er war einer der wenigen gewesen, die in London laut gesprochen hatten. Bei seiner Beerdigung sagte niemand etwas darüber. Man sprach von einem guten Arbeiter, von einem ruhigen Leben. Ich stand am Rand und wusste, dass sein eigentliches Leben ungenannt blieb. So begann das Vergessen, nicht als Verlust, sondern als Ordnung, als etwas, das half, den Tag zu überstehen. Und doch gab es Risse, kleine, unauffällige. Ein Kind fragte, warum manche Menschen ihr Land besaßen. Eine Frau fragte, warum Schulden verehrbar seien. Fragen wurden leiser gestellt, aber sie verschwanden nicht. Ich begann zu verstehen, dass Erinnerung nicht nur laut sein konnte, sie konnte sich auch verstecken, in Gesten, in Halbsätzen, in dem, was man nicht erklärte. Eines Abends erzählte ich einem Jungen von der Arbeit auf dem Feld. Ich sagte, früher hatten wir geglaubt, Arbeit könne Freiheit bringen. Er sah mich an und fragte, ob ich das wirklich geglaubt hatte. Ich antwortete nicht sofort. Dann sagte ich, ja, für einen Tag. Er schwieg lange. Dann nickte er, nicht weil er verstand, sondern weil er spürte, dass etwas dahinter lag. Die Herren wurden alter, einige starben, neue kamen. Sie kannten uns nicht, sie kannten nur Akten, Zahlen, Abgaben. Für sie waren wir ruhiger Boden. Das Ergebnis einer erfolgreichen Lektion. Manchmal dachte ich, dass gerade darin unsere letzte Wirkung lag, dass man uns als Beispiel brauchte, als abschreckende Erinnerung, dass man unseren gescheiterten Mut immer wieder zitieren musste, andere ruhig zu halten. Wenn das stimmte, dann waren wir nicht verschwunden, wir waren eingebaut worden. Ich saß oft abends allein und versuchte, mir Wat Tylers Gesicht vorzustellen, nicht so, wie man es erzählt hatte, sondern so, wie ich es gesehen hatte. Angespannt, wach, nicht sicher. Ich hielt an diesem Bild fest, wie an einem Gegenstand, den man nicht wegnehmen konnte.
Vielleicht dachte ich, ist das die letzte Form von Widerstand, nicht der Aufstand, nicht das Wort, sondern das Bewahren dessen, was man nicht beweisen kann, aber auch nicht auslöschen. Ich wusste nicht, ob das genug war, aber es war alles, was mir geblieben war. Der Winter kam wieder, und mit ihm die Gewohnheit. Nicht die Kalte war es, die uns müde machte, sondern die Wiederholung. Jeder Tag war ein Abdruck des Vorherigen, leicht verschoben, kaum unterscheidbar. So wurde aus Leben ein Muster, und Muster sind schwer zu durchbrechen. Ich begann, Dinge zu vergessen, nicht absichtlich, Namen rutschten mir aus dem Gedächtnis, Gesichter vermischten sich. Manchmal erschrak ich darüber, wie leicht es ging, als hatte mein Inneres selbst entschieden, was zu schwer war, es weiterzutragen. Und doch gab es anderes, das blieb, nicht klar, nicht ordentlich, aber hartnäckig, ein Tonfall, ein Geruch, der Blick eines Mannes, kurz bevor begriff, dass Worte nichts mehr retten würden. Diese Bilder ließen sich nicht vertreiben. Sie warteten, still, geduldig. Ein junger Mann aus dem Dorf wurde verhaftet. Kein Grund wurde genannt. Man sagte, habe schlecht geredet. Was das bedeutete, wusste niemand genau. Vielleicht hatte zu lange geschwiegen. Vielleicht hatte gelächelt, als nicht hatte sollen. Man führte ihn ab, ohne Widerstand. Am nächsten Tag war sein Platz auf dem Feld leer. Nach einer Woche sprach niemand mehr von ihm. Ich merkte, wie mich das wütend machte. Nicht offen, nicht heiß, sondern kalt. Es war eine Wut, die keinen Ausweg suchte, sondern sich festsetzte, die fragte, ob Überleben nicht selbst eine Form von Schuld war. Denn ich lebte, ich arbeitete, ich nickte, ich tat, was man erwartete. Und währenddessen trug ich etwas in mir, das andere nicht mehr tragen konnten. War das gerecht? War das Verrat? Oder einfach Zufall? In der Kirche sprach der Priester von Dankbarkeit. Dafür, dass Ordnung herrsche. Dafür, dass es Frieden gäbe. Ich sah mich unser Gesichter, die nickten. Nicht aus Überzeugung, aus Müdigkeit. Frieden war ein Wort geworden für das Ausbleiben neuer Schlage. Nach der Messe blieb ein Junge bei mir stehen. Fragte leise, ob es stimme, dass früher Menschen entschieden hatten, wohin sie gehen. Ich fragte ihn, woher das habe. Sagte, sein Großvater habe es im Schlaf gemurmelt. Ich antwortete nicht. Ich legte ihm nur die Hand auf die Schulter. Es war eine Geste, die mehr sagte, als ich durfte. In dieser Nacht traumte ich von Listen, nicht von Namen, sondern von Lücken, von Stellen, an denen etwas hatte stehen müssen. Ich wachte mit dem Gefühl auf, selbst eine Lücke zu sehen. Mein Bruder schickte mir einmal eine Nachricht. Kein Brief, nur ein Zeichen. Ein Stück Holz mit einem Schnitt darin, den wir als Kinder benutzt hatten, uns zu erkennen. Lebte noch, das war alles, was ich wissen sollte. Ich bewahrte das Holz auf, als wäre es ein Versprechen. Die Herren wechselten erneut. Ein neuer Verwalter, junger, ehrgeiziger. Führte neue Regeln ein, sprach von Effizienz. Hatte keine Erinnerung an London. Für ihn war alles Legend. Das machte ihn gefahrlicher als jene, die sich erinnerten und trotzdem hart waren. Musste nichts rechtfertigen. Ich beobachtete, wie sich Menschen anpassten. Wie sie begannen, sich selbst zu erklären, warum alles so sein müsse.
Erklärung ist eine bequeme Form der Kapitulation. Sie spart Kraft. Manchmal fragte ich mich, was aus mir geworden war, wenn ich damals in London gestorben war, ob mein Name irgendwo geflüstert worden war, oder ob auch ich einfach in einer Liste geendet hatte, da irgendwann verloren ging. Der Gedanke erschreckte mich weniger, als sollte. Was mich erschreckte, war die Vorstellung, dass alles einen Sinn gehabt haben konnte, dass Niederlage notwendig gewesen sei, dass wir nur eine Lektion waren. Diese Gedanken rochen nach Rechtfertigung, und ich wehrte mich dagegen, so gut ich konnte. Ich begann, Dinge aufzuschreiben, nicht auf Pergament, auf Erde, auf Holz, kleine Zeichen, die niemand deuten konnte außer mir. Es ging mir nicht Überlieferung. Es ging darum, mir selbst zu beweisen, dass ich noch entscheiden konnte, was wahr war. Einmal fragte mich ein Kind, warum ich so oft schweige. Ich sagte, weil Schweigen manchmal länger halt als Worte. Es war keine Antwort, aber es war ehrlich. Der Frühling kam, und mit einem neuen Gesichter. Kinder, die nichts von dem wussten, was gewesen war. Sie spielten auf den Wegen, lachten laut. Ihr Lachen war kein Hohn. Es war ein Versprechen, das ich nicht einlösen konnte. Ich begriff, dass Erinnerung nicht nur Last war. Sie war auch Trennung zwischen denen, die dabei gewesen waren, und denen, die danach kämen. Diese Trennung ließ sich nicht schließen. Man konnte sie nur vorsichtig überbrücken. Vielleicht, dachte ich, besteht meine Aufgabe nicht darin, die Geschichte zu bewahren, sondern die Fähigkeit, Fragen zu stellen, selbst wenn ich sie nicht beantworte, selbst wenn sie gefährlich sind. Als ich eines Abends allein saß, spürte ich etwas wie Ruhe, nicht Frieden, aber Klarheit. Ich hatte überlebt, nicht zu siegen, nicht zu ratschen, sondern Züge zu bleiben. Auch wenn niemand mich fragte, und vielleicht, so hoffte ich lese, würde das eines Tages genügen. Ich wurde alt, ohne dass es einen Moment gegeben hatte, an dem ich mich dafür entschieden hatte. Das Alter kam schleichend, wie alles andere. Meine Schritte wurden kürzer, meine Hände zitterten manchmal, wenn ich sie so lange stillhielt. Niemand nannte mich alt. Man ließ mich einfach in Ruhe. Das war der einzige Vorteil. Die Welt mich herum veränderte sich langsam, fast hoffentlich. Neue Gesetze wurden verkündet. Manchmal mit großem Ernst, manchmal nebenbei. Man sprach von Verträgen, von Rechten, von neuen Formen der Arbeit. Nicht für uns, aber in der Nähe von uns, war ein Geräusch aus einem anderen Raum. Die Leibeigenschaft verlor ihren Namen, ohne sofort zu verschwinden. Man nannte sie anders. Verpflichtung, Bindung, Ordnung. Worte waren geduldiger geworden als Ketten. Sie schnitten nicht, aber sie hielten fest. Manchmal hörte ich junge Männer sagen, dass früher alles schlimmer gewesen sei, dass man froh sein müsse. Ich widersprach nicht. Ich wusste, dass Vergleich eine Form des Trostes ist. Und Trost braucht man, zu bleiben, wo man ist. Mein Bruder kam nie zurück, nicht einmal als Gerücht. Ich erfuhr irgendwann, dass gestorben war. Wo wusste niemand. Ich saß lange da, als ich es hörte, und wartete auf Trauer. Sie kam nicht, nur ein stilles Ende einer Möglichkeit. Ich begriff, dass mein Leben aus Enden bestanden hatte, die nie richtig begonnen hatten. Eines Tages fragte mich ein Fremder nach London, nicht direkt. Er fragte nach alten Zeiten,
Nach Unruhen, seine Stimme war ruhig, fast neugierig, war kein Herr, kein Priester, vielleicht ein Schreiber, vielleicht nur ein Mann mit Fragen. Ich sah ihn lange an, dann sagte ich, ja, es gab einmal eine Zeit, in der viele Menschen gleichzeitig glaubten. Mehr sagte ich nicht. Er nickte, als hatte genug gehört. Als ging, wusste ich, dass auch diese Begegnung nichts ändern würde. Aber sie bestätigte etwas, das ich lange geahnt hatte. Die Geschichte war nicht verschwunden. Sie war nur vorsichtig geworden. Ich verbrachte viel Zeit damit, zu sitzen und zu beobachten. Kinder, die zu Erwachsenen wurden. Erwachsene, die ihre Stimmen senkten. Alte, die starben. Der Rhythmus blieb, nur die Worte darüber wechselten. In manchen Nachten träumte ich noch von Smithfield, aber es war nicht mehr der Tod, der mich weckte. Es war der Moment davor, die Stille, die gespannte Erwartung, die Möglichkeit. Sie tat immer noch weh, aber anders, wie eine alte Narbe, die man bei Wetterwechsel spürt. Ich dachte oft darüber nach, ob wir gescheitert waren. Die Antwort wechselte mit den Jahren, manchmal ja, manchmal nein. Meistens wusste ich, dass die Frage falsch gestellt war. Wir hatten geglaubt, Geschichte könne an einem Tag entschieden werden. Die Herren hatten gewusst, dass sie sich über Generationen schreibt. Das war ihr Sieg. Und doch hatten wir ihnen etwas genommen. Nicht Land, nicht Macht, sondern Gewissheit. Sie hatten gesehen, dass Ordnung nicht naturgegeben war, dass sie verteidigt werden musste, immer weiter, auch wenn man darüber schwieg. Vielleicht war das unser Erbe, nicht Freiheit, nicht Gerechtigkeit, sondern Unruhe. Ich begann zu verstehen, dass nicht jeder Widerstand laut sein muss. Manche Formen dauern lange. Sie leben in Fragen, die wiederkehren, in Regeln, die erklärt werden müssen, in Geschichten, die man verzerrt erzählen muss, weil man sie nicht auslöschen kann. An einem späten Abend saß ich draußen und sah den Himmel dunkel werden. Die Sterne kamen hervor, einer nach dem anderen, gleichgültig gegenüber unseren Ordnungen. Ich dachte daran, wie klein unser Aufstand gewesen war im Vergleich zu dieser Welt, und wie groß sich angefühlt hatte. Ich hatte nichts hinterlassen, das man finden konnte. Kein Schriftstück, kein Grabmal, keine Worte, die mir zugeordnet werden würden. Und doch wusste ich, dass ich nicht spurlos war. Denn ich hatte gesehen. Ich hatte erinnert. Ich hatte nicht geglaubt, was man mir später erzählte. Als ich schließlich nicht mehr aufstand, war niemand überrascht. Man begrub mich still, ohne Geschichte, ohne Erwarnung von London. Es war ein gutes Begräbnis, sagten sie. Vielleicht hatten sie recht. Denn was ich wirklich gewesen war, lag nicht in dem, was man hatte sagen können. Es lag in dem, was einmal möglich gewesen war. Und in dem Wissen, dass diese Möglichkeit nie ganz verschwindet. Sie erwartet. So endet meine Geschichte nicht mit einem Sieg und nicht mit einem Aufstand. Sie endet mit einem Leben, das geblieben ist, zu besuchen, das selbst eine Niederlage Spuren hinterlässt. Und manchmal, dachte ich in meinem letzten klaren Moment, ist genau das genug.